Dieser Minzduft nimmt jeden, und zwar richtig. Er nimmt jeden auseinander, jeden anderen Minzduft. Das ist einfach the Godfather auf Minze. Warum? Das werde ich euch jetzt natürlich erzählen. Der Amouage Beach Hut, jetzt, das ist der beste Minzduft, ja, und ich erzähle auch, warum er besser ist als der Torino 21, Freunde, genau, ja, mein Name ist Dennis, a.k.a. Fragrance, auch aus Hamburg immer noch, so, ja, Beach Hut von Amouage. Warum ist das denn der beste Minzduft? Erstmal zum Flakon und endlich habe ich ihn, ich bin, was weiß ich, wie viele Jahre an ihn vorbeigegangen, weil ich immer nicht dran gedacht habe, gesagt, ob man irgendwie, da fehlt mir doch, aber jetzt, ne, jetzt ist es soweit. Und ja, Beach Hut. Also der Flakon sieht nicht nur nice aus, der Inhalt ist von allerfeinsten, sage ich euch. Oh ja, ihr kennt ja das typische, die typische Minze oder Düfte, die nach Minze riechen. Aber das ist eben der erwachsene Minzduft, der männliche Minzduft, der maskuline Minzduft, der einfach zu 100% fertige Minzduft in allen Belangen. So. Torino 21, wie gesagt, ist ein sehr, sehr geiler Minzduft, muss ich sagen. Und da kommt die schwarze Johannisbeere rüber, da kommt die Minze rüber, denn das Spritzige, das wirklich Spritzige, also es ist natürlich ein 1A Minzduft. Aber warum finde ich den besser oder warum ist er besser? Weil er hier männlicher rüberkommt. Die Minze ist für mich, für meine Nase noch authentischer, präsenter. Und dann haben wir eben hier auch, wie soll ich sagen, es ist spritzig, aber wir haben hier eben auch was Grünes und Moos mit drin. Und das macht ihn einfach sehr interessant und einfach männlich. Nicht so, dass das Moos einen auf den Sack geht oder erdig. Nein, es bleibt spritzig, es bleibt minzig. So richtiger, schöner, kühler, ja, eiskalter, also wie so ein eiskaltes Minzgetränk. So müsst ihr euch den vorstellen, aber würzig. Die Würzigkeit passt einfach. Es ist eine Vollendung. Hätte jetzt auch gar nicht, ich habe jetzt den Torino 21 auch nur genommen, weil es eben ein Aushängeschild ist, auch was Minzdüfte angeht. Es gibt auch andere Minzdüfte, aber die brauche ich nicht erwähnen, sage ich mal so. Da gibt natürlich soweit gute, aber es ist, ich weiß nicht, muss man nicht erwähnen, wenn man ihn hier hat und vorstellt, dann kommt nur der Torino 21 in Frage, was für mich natürlich auch der Beste in der Reihe ist, was Torino angeht, 22, 23, ja, ist und so weiter. Das ist alles nicht so meins gewesen, aber der 21 ist nice und ihr kennt ja auch meine, sag ich mal, Liebe zu Search-of-Düften. Das besteht oder das bleibt natürlich, ihr seht das, auch wenn es mir inzwischen alles ein bisschen zu viel wird. Also es ist, und dann werden die Düfte auch ein bisschen normal inzwischen und die sind nicht mehr so, wie sie früher mal waren. Jedenfalls nicht so, was in der letzten Zeit rauskam. Die ganzen neuen kenne ich natürlich noch nicht, aber der 21er ist schon ein starkes Teil und ja, aber Amouage ist auch einer meiner Lieblingsbrands und war sogar noch vor Search of da. Das Ding ist, dass die einfach immer oft eine Vollendung haben in manchen Düften, finde ich. Und das ist auch, also wie gesagt, es ist kein Vergleichsvideo hier. Ich will nur das mit sagen, weil es wird in den Kommentaren kommen. Ja, aber der Torino 21, ja. Aber ganz ehrlich, wer nur den Torino 21 kennt, bitte testet den mal. Testet den mal bitte. Das ist geil. Man muss natürlich, klar, man muss dieses moosige WTW ein bisschen so, dieses erdige ein bisschen, man muss das mögen. So, minimal erdig, ne? Ihr habt grundsätzlich spritzig. So, aber wenn ihr den erstmal 1-2 Mal getragen habt oder so riecht, dann werdet ihr merken, was ich meine auch. Und dann ist das einfach bombastisch. Gleich mal zu antworten, braucht man beide Düfte. Also mal ehrlich, wenn man das Geld ein bisschen über hat, ja. Oder wenn man dieses Grüne mal nicht jedes Mal haben möchte, dieses moosig-grüne dazu noch, wenn man was Spritziges mit der Johannisbeere das haben möchte, dann kann ich sagen, ja, ihr braucht beide. Wenn ihr so und so auf Minzdüfte steht, wenn ihr komplett auf Minz, also wenn ihr richtig Fan seid von Minze, dann brauche ich da nicht darauf antworten, dann ist das klar, dass ihr beide braucht. Vor allen Dingen aber auf jeden Fall den Beach Hut. So, Beach Hut, der Name
würde ich sagen, passt. Weil Strandhütte, ihr seid, ja, kommt auf an, wo ihr seid, und dann an einer Strandhütte mit natürlich das Wasser vor euch und irgendwie die Sonne, was Holziges kommt natürlich auch noch dazu, was Moosiges, das Schilf, passt perfekt, finde ich. Und das macht den, wie gesagt, sehr interessant und einfach sehr gut und zum besten Minzduft in meiner Nase. Ist natürlich auch alles Geschmackssache. Die Haltbarkeit, da kommen wir jetzt auch zu. Und das ist einfach ein Punkt, wo er einfach punktet. Das ist ja über 10 Stunden, 11 Stunden hält der an euch und noch länger auf den Klamotten. So, muss ich noch was dazu sagen? Geil, absolut geil. Der steht hier im Raum, ne? Aber das ist eben Amouage. Ah, das ist wirklich nice. Ich hatte den früher mal gerochen, dann hatte ich ihn lange nicht im Kopf und ich muss sagen, das ist, oder sagen wir mal so, warum ich den nicht noch länger oder schon länger in meiner Sammlung habe oder gekauft habe, das fällt mir nicht so ein. So, ich hatte ihn immer und dann ist das so untergegangen, weil, ich muss dazu sagen, hier, ne, ich hatte natürlich oder habe immer natürlich den Herrn hier, den Sunshine Man. Das ist natürlich brachial geil im Sommer mit der Strohblume und so weiter. Für Leute, die fragen, warum ist das so dunkel? Das ist die Erstauflage noch. Also da ist das einfach so. Die ist auch ein bisschen tiefer und anders als die aktuelle von Sunshine Man. Und ich glaube auch, dass er eingestellt worden ist. Jeder redet darüber, aber ich sage da einmal nicht zu, weil eingestellt denn doch nicht. Aber es wäre natürlich schade, so einen geilen Duft einzustellen. Aber wir kennen das, geile Düfte werden eben eingestellt. So, aber ich kann euch Beach Hut auf jeden Fall ans Herz legen, auch wenn ihr den Torino 21 habt. Natürlich nochmal, der Torino 21 ist nice, ist gut, aber die maskuline und die männliche Version und die Haltbarkeitsversion ist einfach der Beach Hut. Wenn ihr das komplexer noch haben wollt und nicht nur Minze spritzig, dann holt euch den Beach Hut. Und ihr solltet ihn auf jeden Fall müsst ihr den testen. Das steht auf jeden Fall fest, weil jetzt zu der Jahreszeit wird es einfach perfekt. Einfach perfekt. Also Leute, schreibt mal runter, kennt ihr beide, habt ihr beide, welchen würdet ihr gern testen, welchen findet ihr besser und so weiter. Und dann, sag ich mal, bin ich raus. Grüße gehen raus an meine Mitglieder und bis zum nächsten Mal.